Lektion 1: Abenteuer Osteuropa. Anna, ich überlege, nach Osteuropa zu reisen. Irgendwelche Empfehlungen? Das hört sich spannend an. Es gibt so viele schöne Orte zu erkunden. Ich habe gehört, dass Prag ein Muss ist. Was denkst du? Auf jeden Fall. Die Architektur und Geschichte sind dort atemberaubend. Ich würde gerne die Karlsbrücke und den Altstädter Ring sehen. Das sind Highlights. Haben Sie auch schon darüber nachgedacht, Budapest zu besuchen? Ja, die Thermalbäder und die Donau sind faszinierend. Du wirst es lieben. Die Stadt hat eine lebendige Atmosphäre. Wie sieht es mit dem Essen aus? Gibt es lokale Gerichte, die ich probieren sollte? Lass dir Gulasch und Schornsteinkuchen nicht entgehen. Sie sind köstlich. Lecker! Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Wie sieht es in anderen Ländern aus? Kroatien ist auch schön, vor allem Dubrovnik und seine Küste. Das hört sich toll an. Ich würde mich gerne am Meer entspannen. Das solltest du. Jede Stadt hat ihren ganz eigenen Charme. Ich fange gleich mit der Planung meiner Reiseroute an. Lektion 2: Die Macht der Liebe. Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie Liebe unser Leben prägt? Ja, es ist tiefgründig. Jedes Leben wird von der inneren Form der Liebe bestimmt. Genau. Liebe beeinflusst unsere Entscheidungen und Beziehungen. Es ist die Grundlage für persönliches Wachstum und Verbundenheit. Wie beeinflusst Liebe deiner Meinung nach unsere Entscheidungen? Wenn wir aus Liebe handeln, treffen wir oft mitfühlendere Entscheidungen. Das stimmt. Liebe kann uns dazu inspirieren, anderen zu helfen. Es ermutigt uns auch, unseren Leidenschaften und Träumen nachzugehen. Hast du das in deinem Leben schon erlebt? Ja, die Liebe hat mich motiviert, meinen kreativen Interessen nachzugehen. Das ist schön. Es ist erstaunlich, wie Liebe uns leiten kann. Auf jeden Fall. Es ist essentiell für Glück und Erfüllung. Lasst uns weiterhin Liebe in unserem Leben und in unseren Gemeinschaften pflegen. Lektion 3: Winterausflüge. Anna, hast du schon von den beliebten Winterurlaubsorten für Nordamerikaner gehört? Ja, viele Menschen strömen in wärmere Orte wie Florida und Mexiko. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, der Kälte für eine Weile zu entfliehen. Ich liebe die Idee, im Januar die Sonne zu genießen. Ich auch. Was ist Ihr liebstes warmes Reiseziel? Ich genieße die Strände in Cancun sehr. Das Wasser ist wunderschön. Cancun ist unglaublich. Ich habe gehört, dass das Essen dort auch fantastisch ist. Auf jeden Fall. Tacos und frische Meeresfrüchte sind ein absolutes Muss. Welche Aktivitäten empfiehlst du neben dem Faulenzen am Strand? Schnorcheln und der Besuch antiker Ruinen sind beides unglaubliche Erlebnisse. Das hört sich lustig an. Ich würde gerne etwas Geschichte erkunden, während ich dort bin.
Du solltest dir auch Cenoten ansehen. Es sind natürliche Schwimmlöcher. Ich habe Bilder davon gesehen. Sie sehen umwerfend aus. Das sind sie wirklich. Es ist, als würde man in einem versteckten Paradies schwimmen. Das werde ich auf jeden Fall auf meine Liste setzen. Lektion 4. Komfort gewährleisten. Anna, ich übernachte nächste Woche in einem neuen Hotel. Können Sie mir bei der Vorbereitung helfen? Sicher. Wobei benötigen Sie Hilfe? Ich möchte sicherstellen, dass ich einen angenehmen Aufenthalt habe. Irgendwelche Tipps? Prüfen Sie zunächst, ob das Hotel Annehmlichkeiten wie Frühstück und WLAN bietet. Gute Idee. Ich werde auf jeden Fall nach denen Ausschau halten. Lies auch die Bewertungen, um zu sehen, was andere Gäste über ihre Entdeckung gesagt haben. Das ist schlau. Ich werde nach Feedback zu Sauberkeit und Service suchen. Auf jeden Fall. Und zögern Sie nicht, das Personal nach allem zu fragen, was Sie brauchen. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Haben Sie noch andere Ratschläge? Achte darauf, dass dein Zimmer je nach Jahreszeit gut geheizt oder gekühlt wird. Das ist wichtig. Das werde ich auch überprüfen. Zu guter Letzt solltest du in Erwägung ziehen, ein paar Snacks für den Heißhunger bis spät in die Nacht mitzubringen. Toller Tipp. Ich werde auf jeden Fall welche einpacken. Lektion 5. Wegfindung. Anna, kannst du mir helfen, das nächste Café zu finden? Sicher. Okay, lassen Sie es mich Ihnen auf der Karte zeigen. Danke. Ist es weit von hier? Nein, es ist nur ein paar Blocks entfernt. So ist es, in der Nähe des Ausgangs. Perfekt. Ich brauche wirklich meinen Koffeinkick. Ich verstehe das total. Was ist dein Lieblingskaffeegetränk? Ich liebe einen guten Cappuccino. Wie steht es mit dir? Ich bin ein Fan von Isett Latte, vor allem bei wärmerem Wetter. Die sind erfrischend. Hast du einen Lieblingskaffee? Es gibt einen tollen lokalen Ort, der auch fantastisches Gebäck serviert. Das klingt verlockend. Ich muss es mir ansehen. Das solltest du auf jeden Fall. Lass uns mal zusammen einen Kaffee trinken. Das würde mir gefallen. Lektion 6. Rückschläge bei der Renovierung. Anna, ich habe gerade erfahren, dass sich meine Renovierung verzögern wird. Oh nein, das muss frustrierend gewesen sein. Was ist passiert? Der Bauunternehmer entdeckte einige unerwartete Probleme mit den Rohrleitungen. Das ist bedauerlich. Hausrenovierungen können so unvorhersehbar sein. Ja, es war eine echte Herausforderung, geduldig zu bleiben. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie ihnen eine neue Zeitleiste gegeben? Sie sagten, es könnte noch 2 Wochen dauern. Das ist schwierig. Wie gehen Sie mit den Verzögerungen um? Ich versuche mich in der Zwischenzeit auf andere Projekte zu konzentrieren. Das ist ein guter Ansatz. Sich zu beschäftigen kann helfen.
Genau. Ich werde diese Zeit auch nutzen, um eine neue Dekoration auszuwählen. Das hört sich lustig an. Sie können einige großartige Inspirationen online finden. Ich werde auf jeden Fall nach Ideen suchen, um den Raum einladender zu gestalten. Lektion 7. Kleidung kaufen. Hallo Anna, hast du jetzt Zeit? Ich brauche Ihre Hilfe beim Einkaufen von Kleidung. Natürlich. Welche Art von Kleidung suchst du? Ich brauche etwas Stilvolles für eine bevorstehende Veranstaltung. Klingt spannend. Haben Sie ein bestimmtes Outfit im Kopf? Ich denke da an ein schönes Hemd und eine schicke Hose. Gute Wahl. Lassen Sie uns etwas finden, das gut passt und scharf aussieht. Ich hätte gerne eine Farbe, die auffällt, aber nicht zu auffällig ist. Wie wäre es mit einem tiefen Blau oder Burgunderrot? Sie sind beide stilvoll. Diese Farben klingen perfekt. Was ist mit Zubehör? Eine schöne Uhr oder ein Gürtel können den Look wirklich abrunden. Gute Idee. Schauen wir uns einige Geschäfte in der Nähe an. Lektion 8. Schnelle Mahlzeiten. Anna, ich habe vor kurzem meinen Kochbox-Service ausprobiert und es war fantastisch. Wirklich. Das hört sich praktisch an. Hat Ihnen der Kochprozess gefallen? Ja, und es spart auch Zeit und Geld. Alles war vorgemessen. Das ist ein riesiger Vorteil. Was hast du gemacht? Ich habe eine leckere Pfanne mit Hühnchen und Gemüse zubereitet. Lecker. Ich liebe Pfannengerichte. War es einfach, dem Rezept zu folgen? Absolut. Die Anweisungen waren klar und es war immer noch lecker. Das ist toll zu hören. Ich habe überlegt, auch ein Kochset auszuprobieren. Das solltest du. Es macht Spaß, mit neuen Rezepten zu experimentieren. Gibt es vegetarische Optionen? Ja, viele Dienstleistungen gehen auf unterschiedliche Ernährungspräferenzen ein. Perfekt. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Was ist dein Lieblingsgericht bisher? Ich habe ein cremiges Nudelgericht sehr genossen. Es fühlte sich an, als würde man auswärts essen. Das hört sich toll an. Ich liebe es, wenn sich das Kochen wie ein Restauranterlebnis anfühlt. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Hausmannskost aufzuwerten. Lektion 9. Einkaufsstrategien. Anna, ich habe vor, neue Kleidung zu kaufen. Irgendwelche Ratschläge? Auf jeden Fall. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Ihr Budget und Ihren Stil. Guter Punkt. Ich möchte stilvoll aussehen, ohne die Bank zu sprengen. Secondhand-Läden können eine Goldgrube für einzigartige Funde sein. Das stimmt. Ich liebe den Nervenkitzel, verborgene Schätze zu finden. Außerdem ist es umweltfreundlich, gebraucht einzukaufen. Genau. Ich schätze nachhaltige Mode. Gibt es bestimmte Geschäfte, die Sie empfehlen? Du solltest dir lokale Boutiquen ansehen. Sie haben oft einzigartige Artikel.
Tolle Idee. Ich werde dieses Wochenende ein paar davon erkunden. Vergiss nicht, Dinge anzuprobieren. Die Passform ist entscheidend, um gut auszusehen. Ja, ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Hast du Tipps zum Mischen und Kombinieren? Halte dich an eine Farbpalette. So lassen sich Outfits leichter aufeinander abstimmen. Das macht Sinn. Das werde ich beim Einkaufen im Hinterkopf behalten. Lektion 10. Denkwürdige Begegnungen. Anna, ich bin gerade von meiner Reise zurückgekommen und es war unglaublich. Wirklich. Was war der Höhepunkt Ihrer Reise? Ich habe einen lokalen Straßenkünstler getroffen, der alle mit seinem Talent beeindruckt hat. Das klingt faszinierend. Was für eine Performance hat er gemacht? Er spielte Gitarre und sang wunderschön. Das Publikum liebte es. Das kann ich mir vorstellen. Straßenaufführungen können so lebendig und fesselnd sein. Genau. Es hat der Atmosphäre so viel Energie verliehen. Hattest du die Gelegenheit, mit ihm zu plaudern? Ja, er erzählte Geschichten über sein Leben und seine Inspirationen. Das ist wunderbar. Es ist immer schön, mit Einheimischen in Kontakt zu treten. Absolut. Dadurch fühlte sich das Erlebnis authentischer an. Ich liebe es, wenn Reisen zu unerwarteten Verbindungen führt. Ich auch. Es sind diese Momente, die Reisen unvergesslich machen. Lektion 11. Pläne für den Supermarkt. Anna, ich muss ein paar Lebensmittel besorgen. Möchten Sie sich mir anschließen? Sicher. Was müssen Sie besorgen? Ich habe eine Liste, aber am Ende kaufe ich immer zusätzliche Snacks. Das passiert mir auch. Bleiben wir diesmal bei der Liste. Klingt gut. Treffen wir uns in einer Stunde im Supermarkt. Perfekt. Ich bringe meine wiederverwendbaren Taschen mit. Tolle Idee. Wir sollten beim Einkaufen umweltfreundlich sein. Auf jeden Fall. Außerdem sind sie viel stabiler als Plastiktüten. Stimmt. In welchem Gang stöbern Sie am liebsten? Ich liebe den internationalen Lebensmittelgang. Es gibt immer neue Artikel zum Ausprobieren. Das ist ein lustiger Abschnitt. Ich werde nach interessanten Snacks Ausschau halten. Lektion 12. Strandträume. Anna, ich träume von einem Strandurlaub. Haben Sie bestimmte Strandziele im Sinn? Das hört sich toll an. Ich wollte schon immer mal die Malediven besuchen. Die Malediven sind wunderschön. Das kristallklare Wasser ist so einladend. Auf jeden Fall. Wie steht es mit dir? Gibt es Lieblingsstrände? Ich habe über Bali nachgedacht. Die Kultur und die Landschaft sind atemberaubend. Bali ist der Wahnsinn. Außerdem ist das Essen dort unglaublich. Ja, ich würde gerne authentische indonesische Gerichte probieren, während ich dort bin. Hast du dir schon Gedanken über die Aktivitäten gemacht? Vielleicht surfen?
Auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass es ein großartiger Ort für Anfänger ist. Das würde Spaß machen. Ich würde auch gerne surfen lernen. Vielleicht sollten wir eine gemeinsame Reise planen. Das wäre fantastisch. Ein Strandurlaub klingt perfekt. Fangen wir gleich an, nach Optionen zu suchen. Lektion 13. Lieblingsgeschichten. Anna, ich habe über mein Lieblingsbuch aus meiner Kindheit nachgedacht. Das ist interessant. Worum geht es in dem Buch? Es ist schwer, sich zu entscheiden, aber es gibt eine über einen magischen Wald, die mir besonders am Herzen liegt. Magische Wälder sind verzaubernd. Was passiert in der Geschichte? Die Charaktere begeben sich auf ein Abenteuer voller Fabelwesen. Das klingt fesselnd. Hatten Sie einen Lieblingscharakter? Ja, ein tapferes kleines Eichhörnchen, das immer einen Ausweg aus der Klemme fand. Ich liebe solche Charaktere. Sie machen Mut. Genau, es hat mich an die Kraft der Freundschaft und des Mutes glauben lassen. Diese Themen sind zeitlos. Glaubst du, dass es deine Liebe zu Geschichten beeinflusst hat? Absolut. Es hat meine Fantasie und meine Liebe zum Lesen geweckt. Lektion 14. Ziele erreichen. Anna, ich habe mir dieses Jahr ein neues Ziel gesetzt. Das ist lobenswert. Was ist Ihr Ziel? Ich möchte eine neue Sprache lernen. Das ist fantastisch. Haben Sie Schritte unternommen, um dies zu erreichen? Ja, ich habe angefangen, täglich mit einer Sprach-App zu üben. Das ist ein toller Ansatz. Konsistenz ist der Schlüssel. Ich habe mich auch einer Konversationsgruppe angeschlossen, um das Sprechen zu üben. Wow, das ist ein kluger Schachzug. Mit anderen zu sprechen, hilft wirklich. Das tut es. Ich fühle mich schon selbstbewusster. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis du dein Ziel erreichst? Ich hoffe, dass ich in 6 Monaten ein Gesprächsniveau erreichen kann. Lektion 15. Grenzen des Humors. Anna, ich habe über Humor und seine Grenzen gelesen. Das ist ein interessantes Thema. Was haben Sie herausgefunden? Manche Witze können thematisch ziemlich fragwürdig sein. Auf jeden Fall. Humor kann subjektiv und sensibel sein. Genau. Viele Menschen fühlen sich durch unhöfliche oder unangemessene Witze sehr beleidigt. Es ist wichtig, auf das Publikum zu achten, wenn man Witze macht. Ja, der Kontext spielt im Humor eine große Rolle. Hast du schon einmal einen unangenehmen Moment mit einem Witz erlebt? Ja, ich habe einmal einen Witz erzählt, der bei einer Versammlung nicht gut ankam. Oh nein, das kann unangenehm sein. Das war es. Danach habe ich gelernt, vorsichtiger mit meinem Humor umzugehen. Lektion 16. Historische Wunder. Anna,
Hast du schon von den alten Ruinen gehört, die jetzt in einem schlechten Zustand sind? Ja, es ist traurig zu sehen, wie die Geschichte vernachlässigt wird. Von welchen Ruinen sprichst du? Es gibt mehrere, aber einige sind im Laufe der Zeit komplett verschwunden. Das ist tragisch. Welche sind heute noch übrig? Die Teile, die übrig geblieben sind eine große Attraktion für Touristen. Es ist faszinierend, wie manche Strukturen Bestand haben können, während andere verblassen. Ja, man fragt sich, wie wir die Geschichte bewahren. Auf jeden Fall. Diese Ruinen erzählen Geschichten von vergangenen Zivilisationen. Ich würde gerne einige dieser Seiten besuchen und mehr erfahren. Ich auch. Es wäre toll, durch die Geschichte zu spazieren. Lass uns einen Ausflug planen, um gemeinsam einige historische Stätten zu erkunden. Lektion 17. Die Macht des Lachens. Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass Lachen oft eine Möglichkeit ist, mit Problemen umzugehen. Das stimmt. Es kann die Stimmung aufhellen und uns helfen, mit Stress umzugehen. Im Peanuts-Comic kann die Welt über all die dummen Dinge lachen. Genau. Charlie Brown und seine Freunde finden sich immer wieder in lustigen Situationen wieder. Es ist eine großartige Erinnerung daran, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Auf jeden Fall. Humor kann ein mächtiges Werkzeug sein, um eine Verbindung herzustellen. Hast du einen Lieblingscharakter der Peanuts? Ich liebe Snoopy. Seine Vorstellungskraft ist so unterhaltsam. Snoopys Abenteuer sind urkomisch. Was macht Humor deiner Meinung nach universell? Ich denke, es ist die Fähigkeit, das Absurde im Alltag zu sehen. Gut gesagt. Es ermöglicht den Menschen, miteinander in Beziehung zu treten. Lektion 18. Wunder Südostasiens. Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, nach Südostasien zu reisen? Ja, habe ich. Kambodscha hat atemberaubende Tempel. Absolut. Angkor Wat ist atemberaubend. Hast du Bilder gesehen? Ja, die komplizierten Schnitzereien sind faszinierend. Sie erzählen so reichhaltige Geschichten über Geschichte und Kultur. Ich würde auch gerne die lokalen Märkte erkunden. Das Essen sieht fantastisch aus. Street Food ist ein absolutes Muss. Auf jeden Fall. Ich würde gerne authentische Khmer-Gerichte probieren. Was würdest du dort sonst noch machen wollen? Ich würde gerne etwas über die lokalen Traditionen und die Musik erfahren. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, in die Kultur einzutauchen. Lektion 19. Geschichte der Great Planks. Anna, ich habe über die Great Plains und die Stämme der amerikanischen Ureinwohner gelesen. Das ist interessant. Was haben Sie herausgefunden? Viele Plains-Indianer haben hart gegen die Besiedlung der Great Plains gekämpft. Ja, sie hatten eine tiefe Verbindung zu dem Land. Es muss schwierig für sie gewesen sein, sich an die Veränderungen anzupassen. Auf jeden Fall. Ihre Lebensweise wurde dramatisch beeinträchtigt.
Es ist wichtig, sich an ihre Kämpfe und ihre Widerstandsfähigkeit zu erinnern. Auf jeden Fall. Ihre Geschichte ist ein wesentlicher Teil der amerikanischen Geschichte. Ich würde gerne mehr über ihre Kulturen und Traditionen erfahren. Ich auch. Es gibt so viel, was wir von ihren Erfahrungen lernen können. Das Verständnis der Geschichte hilft uns, die Gegenwart zu schätzen. Lektion 20. Musikalisch Interessen. Anna, ich kann mir vorstellen, dass du Musik magst. Gibt es einen bestimmten Stil, an dem Sie interessiert sind? Ich liebe Jazz sehr. Die Improvisation ist so fesselnd. Das ist fantastisch. Es hat eine einzigartige Art, Emotionen auszudrücken. Ja, ich finde es beruhigend und gleichzeitig aufregend. Hast du einen Lieblingsjazzkünstler? Ich verehre Ella Fitzgerald. Ihre Stimme ist einfach magisch. Gute Wahl. Ihre Fähigkeit, Gefühle zu vermitteln, ist bemerkenswert. Wie sieht es bei dir aus? Welche Musik magst du? Ich bin ein großer Fan von Rockmusik. Es hat so viel Energie. Rock ist toll. Es bringt dich definitiv in Schwung. Musik ist ein so kraftvoller Weg, um sich mit Gefühlen zu verbinden, nicht wahr? Lektion 21. Modeentscheidungen. Anna, was hältst du von dieser Jeans? Sie sind sehr beliebt. Ich mag die Passform. Es ist perfekt für lässige Ausflüge. Genau. Sie sehen bequem und stilvoll aus. Komfort ist das A und O im Alltag. Bevorzugen Sie Jeans oder Hosen? Ich bevorzuge generell Jeans. Sie sind so vielseitig. Auf jeden Fall. Sie können sie ganz einfach schick oder lässig anziehen. Was ist mit Farben? Bevorzugen Sie klassisches Blau oder etwas kräftigeres? Ich liebe klassisches Blau, aber ich experimentiere auch gerne mit Schwarz. Schwarze Jeans eignen sich super für einen schicken Look. Ja, sie eignen sich perfekt zum Ausgehen oder für ungezwungene Zusammenkünfte. Mode ermöglicht es uns wirklich, unsere Persönlichkeit auszudrücken. Lektion 22. Kreativität entfesseln. Ja, ich liebe es, meinen inneren Künstler zu entfesseln. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu Auf entspannen. jeden Fall. Mit welchem Medium arbeiten Sie gerne? Ich male hauptsächlich, aber ich versuche mich auch in der digitalen Kunst. Das ist der Hammer. Ich liebe Aquarellmalerei. Es ist so beruhigend. Aquarelle sind wunderschön. Sie haben eine so weiche, verträumte Qualität. Genau. Haben Sie ein Lieblingsmotiv zu malen? Ich liebe es, Landschaften zu malen. Die Natur inspiriert mich. Landschaften sind wunderbar. Ich bevorzuge es, Stillleben zu malen. Das ist interessant. Das Stillleben lässt solche Details zu. Ja, es fordert meine Beobachtungsgabe heraus. Wie sieht es mit deinem Kunststil aus?
Ich mag eine Mischung aus Realismus und Impressionismus. So macht es Spaß. Lektion 23. Gesunde Snackideen. Bei den Müsli-Riegeln kannst du die mit Nüssen und Beeren probieren. Das hört sich lecker an. Beeren fügen eine schöne Süße hinzu. Das tun sie. Außerdem sorgen Nüsse für einen guten Kranz und Protein. Genau. Sie sind ein sättigender Snack. Machen Sie Ihre eigenen? Manchmal. Es macht Spaß, die Zutaten individuell anzupassen. Das sollte ich mal ausprobieren. Haben Sie ein Lieblingsrezept? Normalerweise mische ich Haferflocken, Honig, Nüsse und Trockenfrüchte. Einfach und doch lecker. Ich liebe es auch, dunkle Schokoladenstückchen hinzuzufügen. Tolle Idee. Ein bisschen Schokolade macht alles besser. Auf jeden Fall. Es ist die perfekte Balance zwischen gesund und genussvoll. Ich muss dieses Wochenende eine Charge machen. Lektion 24. Buchung einer Unterkunft. Sollte ich eine Unterkunft für meine Reise im Voraus buchen? Ja, es ist ratsam, sich eine Unterkunft zu sichern, vor allem in beliebten Gegenden. Das macht Sinn. Lastminute-Buchungen können stressig sein. Genau. Außerdem erhalten Sie oft bessere Angebote, wenn Sie früh buchen. Hast du eine Vorliebe für Hotels oder Hostels? Ich bevorzuge Hostels wegen des sozialen Aspekts, aber Hotels sind schön für den Komfort. Ich stimme zu. Das hängt von der Art der Reise ab, die Sie unternehmen. Richtig. Für einen erholsamen Kurzurlaub ist ein Hotel vielleicht am besten geeignet. Aber wenn es um Abenteuer geht, sind Hostels kaum zu schlagen. Auf jeden Fall. Die Kameradschaft ist unschlagbar. Ich werde dieses Mal auf jeden Fall im Voraus buchen, um Chaos in letzter Minute zu vermeiden. Lektion 25. Der Zweck des Marathons. Sogar der Wettkampfmarathon wurde 1896 als Teil der modernen Olympischen Spiele eingeführt. Das ist interessant. Was war der Zweck der Veranstaltung? Der Marathon erinnerte an den legendären Lauf des Pheidippides von Marathon nach Athen. Richtig. Es symbolisiert Ausdauer und den Geist des Wettkampfes. Genau. Es zeigt das Engagement und die harte Arbeit der Athleten. Ich bewundere, wie Marathons Menschen zusammenbringen, unabhängig von ihrer Herkunft. Absolut. Sie fördern die Einheit und das Gemeinschaftsgefühl. Hast du schon einmal an einem Marathon oder einem Funrun teilgenommen? Ich bin einmal einen Halbmarathon gelaufen. Es war herausfordernd, aber aufregend. Das ist beeindruckend. Ich würde gerne einen 5-Kilometer-Lauf für mein erstes Rennen ausprobieren. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, anzufangen und die Aufregung zu erleben. Thanks a lot for watching our video. Let's subscribe, like, and share our channels and videos.